Hallo allerseits, jetzt gibt es mal wieder ein Unboxing von einem Modell im Maßstab 1:32. Und zwar ein ferngesteuerter Traktor der Firma Sico, der mir leihweise zur Verfügung gestellt wurde und auf der Spielwarenmesse 2020 erst vorgestellt wurde. Das Vorbild ist ein John Deere 7290R mit einer sogenannten Doppelbereifung. Der Traktor alleine kostet 130 € und kann dann direkt über eine App von jedem Smartphone aus ferngesteuert werden. Oder man kann ihn über eine separat erhältliche Bluetooth-Fernsteuerung bedienen. Die gibt es für 50 €. Oder das Ganze gibt es auch als Set. Jetzt im ersten Teil des Videos werde ich nur den Traktor und die App-Steuerung vorstellen und im zweiten Teil dann die Bedienung mit dieser Bluetooth-Fernsteuerung. Jetzt wird es Zeit zum Auspacken des Traktors. Man sieht hier die Doppelreifen, die haben hier einen Magnetverschluss. Das ist jetzt hier das Frontgewicht für den Traktor. Dann ist hier die Anleitung für Sicherheitshinweise. Dann gibt es hier noch die eigentliche Bedienungsanleitung, die gut bebildert ist mit relativ wenig Text. Also hoffentlich weitestgehend selbsterklärend. Und dann ist hier der eigentliche Traktor. Sehr vorbildlich, das Ganze ist wirklich nur Karton, da ist kein bisschen Kunststoff dabei, also eine absolut umweltfreundliche Verpackung, so wie man es sich eigentlich wünschen sollte. Der Traktor selbst hat hier sein Batteriefach. Batterien gehören allerdings nicht zum Lieferumfang, aber das sind Standard 3A Batterien, AAA, 3 Stück. Und das schauen wir uns nachher gleich genauer an. Den einen oder anderen interessiert sicher das Gewicht des Modells. Der Traktor allein 562 Gramm. Die Zusatzbereifung hat 170 Gramm. Das Frontgewicht 74 Gramm. Und dann noch die Batterien, die ich inzwischen schon besorgt habe. Das sind nochmal 34 Gramm. Macht in Summe knapp 850 Gramm. Zum Einsetzen der Batterien benötigt man entweder ein 1-Cent-Stück oder einen Schraubendreher. Da geht es ein bisschen einfacher natürlich. Dann wird das Batteriefach herausgezogen und dann passen hier die drei Dreifach-A-Batterien rein. Es sollen auch Akkus gehen. Das Fahrzeug ist also dann sowohl mit Batterien als auch mit Akkus einsetzbar. Stellen wir das wieder rein und schrauben es wieder fest. Und dann ist eigentlich der Traktor schon betriebsbereit. Hier ist der Ein-Ausschalter. Jetzt blinkt es und jetzt brauchen wir natürlich die App am Smartphone, damit man ihn in Betrieb nehmen kann. Aber jetzt zuerst schauen wir uns das Modell noch mal etwas näher an. Die Zusatzbereifungen können ganz einfach per Magnet eingehängt werden. Das ist jetzt allerdings falsch. Das ist der richtige. Die sind auch verdrehfest. Das ist relativ gut gelöst. Dann ist das der richtige Reifen für die hinteren Reifen. Auch hier. Dann sieht man auch hier, dass hier verrutschsicher das angebracht ist und die Magnete halten das fest an. Und dann auch hier für die Doppelbereifung vorne. Und das Frontgewicht kann man hier einhängen und ein Stück rauf und runter klappen. Das ganze Modell ist etwa 20 cm lang bis zur Kupplung und etwa 14,5 cm breit und in der Höhe 11,5 cm.
Fernsteuerung des SICO-Traktors benötigt man ein Smartphone oder ein iPhone, iPad, iPod Touch mit einem Apple-Betriebssystem iOS 9.3 oder wie in diesem Falle ein Android-Smartphone mit mindestens Betriebssystem 4.4. Ich installiere jetzt mal die App auf einem Android-Smartphone über den Play Store. Hier muss man zuerst im Play Store dann suchen nach SICO. Und dann kommt hier schon SICO Control App. Und dann können wir die hier schon installieren. Es sind 20 Megabyte knapp, die hier installiert werden müssen. Und das war's schon. Jetzt kann man hier starten. Jetzt will er hier den Standort des Geräts zugreifen. Jetzt will er nach dem Fahrzeug suchen. Jetzt müssen wir natürlich hier einschalten. Jetzt hat er hier das Fahrzeug gefunden. Es wird verbunden und schon ist es betriebsbereit. Jetzt schauen wir uns da rein auch die ganzen Funktionen an. Die SICO Control App lässt sich sowohl im Hochformat verwenden als auch im Querformat. Ich bleibe jetzt mal im Hochformat, das ist jetzt hier etwas angenehmer. Hier sieht man zwei Regler für Funktionen, die jetzt bei diesem Modell nicht realisiert sind, für eine Schaufel. Das ist ein anderes SICO-Modell. Dann gibt es hier die Frontbeleuchtung. Dann gibt es hier die Zusatzscheinwerfer vorne und oben. Dann gibt es die Blinkleuchten oben. Dann gibt es noch Blinker links und Blinker rechts. Das sehen wir aber dann nur, wenn wir das Fahrzeug jetzt umdrehen. Jetzt drehe ich es mal um. Dann kann man hier mal die Blinker anschauen. Blinker links, Blinker rechts oder beide Blinker. Und wenn ich jetzt die Beleuchtung wieder einschalte, dann sieht man hier die Rückleuchten und dann nochmal die Rundumleuchten. Und dann gibt es hier noch eine Zusatzfunktion für die Anhängerkupplung. Kann man hier rauf und runter fahren. Und auch das jetzt hier eine Zusatzfunktion, wenn man beispielsweise noch hier an der Buchse angeschlossen einen Anhänger hat, dann kann man bei dem beispielsweise die Ladefläche kippen. Das geht jetzt in dem Fall nicht, weil hier kein Anhänger angeschlossen ist. Jetzt können wir hier wieder rausgehen. Und jetzt können wir eine erste kleine Fahrt machen. Die Lenkung zeige ich jetzt nochmal. Das werde ich jetzt aber dann am Boden machen, weil man dann wahrscheinlich nicht gleich vom Tisch runterfällt. Das ist mir jetzt hier zu gefährlich. Erfordert ein wenig Übung, aber man kann es doch ganz fein regeln. Und wenn ich loslasse, bleibt er automatisch stehen. Man ist also immer auf Nummer sicher. Jetzt drehe ich nochmal um, mache die Beleuchtung mal an. Dann sieht man vielleicht auch hier nochmal. Aber jetzt gibt es dann gleich mal im Gelände eine Probefahrt, um mal zu sehen, wie geländegängig dieses Modell überhaupt ist. So, jetzt gibt es eine erste kleine Probefahrt im Freien. Hier auf normalen Gehwegplatten mit 35 cm Raster. Ich schalte jetzt hier die Rundumbeleuchtung ein und die Hauptbeleuchtung, Fahrbeleuchtung, die Zusatzscheinwerfer. Das wären nochmal die Blinker, die lasse ich jetzt aber aus. Und jetzt können wir hier losfahren mit dem Daumenklavier. Man fährt hier vorwärts, man fährt hier rechts oder eben hier eine Kurve. Dann kann man hier rückwärts fahren.
vorwärts. Der Wenderadius dürfte hier ungefähr ein Dreiviertelmeter sein. Aber es erfordert schon ein bisschen Übung mit diesem Daumenklavier hier. Nur mit einem Daumen steuern ist ein bisschen schwieriger als mit einer normalen Fernsteuerung, wo man das alles in 2 Händen oder 2 Fingern hat. Aber man kann fahren, man kann steuern, und wenn man jetzt gar keine Fernsteuerung hat, ist ein Smartphone hier sicher eine gute Idee. Jetzt packe ich nochmal die Zusatzbereifung dran, dass man das hier nochmal sieht, wie das hier auch mit den Magneten geht. So, und jetzt können wir wieder losfahren. Man sieht hier, der Wendekreis wird natürlich hier etwas schwieriger. Und auch etwas größer, aber es geht noch. Jetzt gibt es noch eine kleine Steilstrecke. So, jetzt bin ich hier an einer Rampe mit etwa 9 bis 10 Grad. Das entspricht etwa 15% Steigung, und lasse hier auch mit der App das fahren. Es geht, er tut sich schwer, aber er fährt. Nur mit der App ist die Schwierigkeit, ich muss gleichzeitig lenken und gleichzeitig beschleunigen, und das ist einfach ein bisschen schwierig mit der Fahrerei. Man muss sich sehr daran gewöhnen, wie das funktioniert, und das gleichzeitig lenken und fahren ist auch irgendwie nicht so toll. Und ich werde mir das jetzt gleich anschauen, wie das ist mit der richtigen Bluetooth-Fernsteuerung, die es ja als optionales Zubehör gibt und die man auch nachkaufen kann. Jetzt hat er natürlich das Gewicht verloren, weil er hier ja eine sehr unebene Gelände hat. War jetzt ein bisschen extrem. Nach der Fernsteuerung des Traktors per App kommt jetzt noch die Bluetooth-Fernsteuerung mit dem Modul, mit dem Bluetooth-Modul dran. Die schaue ich mir jetzt auch hier mal an. Das ist wie immer schwer verpackt. Auch hier vorbildlich nur Pappe. Das ist die Anleitung. Auch hier wieder Sicherheitshinweise und dann noch meine kleine Anleitung. In diesem Falle werden jetzt AA-Batterien gebraucht, und zwar 4 Stück. Hier ist das Batteriefach. Hierzu braucht man eine Münze. Ja, auch schon welche besorgt, die gehören ebenfalls nicht zum Lieferumfang. Dann wieder zuschrauben. So, fertig. Können wir auch die Folie hier wegnehmen, die Schutzfolie. Die ist aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich, dass es nicht verkratzt hier, dieses Fenster. So, jetzt gibt es eine erste kleine Probefahrt mal mit dieser Bluetooth-Handfernsteuerung. Hier schalten wir ein den Traktor, dann die Fernsteuerung. Jetzt wird gescannt. Jetzt hat er es gefunden, wird hier auf A angezeigt, dass dieses Fahrzeug eingeloggt ist. Dann gibt es hier die Beleuchtung, den Blinker, Blinker links, Blinker rechts. Dann hier die Fahrscheinwerfer und die Rückbeleuchtung. Hier die Rundumbeleuchtung.
und hier wird gelenkt. Aber ich sehe schon, hier mit diesem Ring, mit Gummiummantelung hat man das wirklich sehr schön, wesentlich sicherer in der Hand als mit dem Smartphone. Und hier gibt es noch zwei Regler auf der Rückseite. Der eine ist zum Fahren für die Vorwärts-Rückwärts. Hat man dann mit dem Daumen schön in der Hand oder mit dem Zeigefinger besser in dem Falle. Und auch hier sieht man, dass man das auch wesentlich feiner dosieren kann als mit dem Smartphone, habe ich den Eindruck. Und der zweite Regler ist hier für die Anhängerkupplung. Dann gibt es hier noch zwei Regler, die sind für sonstige Zubehörteile bei anderen Fahrzeugen und beim Anhänger. Und auch der Regler hier ist in dem Falle nicht im Einsatz und ist auch für zusätzliches Zubehör gedacht, das man beispielsweise hier anstecken kann. Das ist eine erste kleine Probefahrt. Also mein erster Eindruck, mir gefällt das jetzt viel besser als mit dem Smartphone. Aber mit dem Smartphone hat man immerhin die Möglichkeit, dass man überhaupt mal fernsteuern kann, ohne dass man irgendwie zusätzlich eine Fernsteuerung kaufen muss. Also insofern ist die Idee ganz gut. Nur diejenigen, die wirklich regelmäßig wahrscheinlich mehr im Gelände fahren wollen und sicher rangieren wollen und so, lohnt sich wahrscheinlich diese Bluetooth-Fernsteuerung auf alle Fälle. Kostet 50 € extra. Und man kann sie auch nachträglich kaufen, man braucht es also nicht als Set kaufen. Aber ja, auch jetzt hier mal nochmal eine kleine Fahrt, dann gleich im Gelände. Hat man hier ja mit dem Zeigefinger die Beschleunigung und mit dem Daumen kann man lenken. Das geht viel besser und viel feinfühliger, gefällt mir viel besser, weil man direkt da fahren kann und auch schon zickzack fahren kann. Und alles Mögliche. Und viel feiner dosieren mit dem Lenken geht auch. So, jetzt auch nochmal eine Fahrt mit normaler Bereifung. Ich nehme die Doppelreifen nochmal ab. Und nehme jetzt auch das Gewicht nochmal ab. Und schaue jetzt mal, wie es aus mit dem Wendekreis aussieht. Man sieht, hier kommt er mit etwa 75 cm ziemlich genau aus. Man sieht auch hier, die App-Steuerung ist wesentlich schwieriger handzuhaben als hier mit dieser Bluetooth-Handfernsteuerung, mit der man einfach schön im Griff hat und schön mit den zwei Händen, zwei Fingern gut im Griff hat, mit dem Daumen schön lenken kann und mit dem Zeigefinger Gas geben und beschleunigen kann. Also mein Fazit, die Bluetooth-App ist eine Notfernbedienung auf die Schnelle, um irgendwie überhaupt was machen zu können, um einfach dann mal mit dem ferngesteuerten Modell fahren zu können. Aber die meisten werden mit Sicherheit über kurz oder lang dann doch bei so einer Bluetooth-Handfernsteuerung landen, weil man mit der einfach das Modell wesentlich besser und zuverlässiger fahren kann. Ansonsten muss ich sagen, der Seco John Deere 7290R macht wirklich Spaß zum Fahren und ist schön geländegängig auch und schafft auch eine schöne Steigung. Und insgesamt ist das ein Fahrzeug im Maßstab 1:32, das durchaus Spaß macht. Nochmal zur Info,
Der Traktor allein 130 Euro, die Fernsteuerung allein 50 Euro und als Set zusammen gibt es das Ganze auch für 180 Euro. Also es ist vollkommen egal, ob ich die Fernsteuerung zuvor kaufe, gleich mit im Set, oder ob ich ihn alleine erstmal mit der App steuern will und schauen will, ob ich doch damit zurechtkomme. Das war's mit meinem kleinen Praxistest, mit meinem Unboxing des John Deere Traktors 7290R. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.